Stell dir vor, du führst dein Unternehmen so, als würdest du mit dem Auto fahren und dabei die meiste Zeit in den Rückspiegel schauen. Genau so funktionieren Management-Informationssysteme. Die eigentliche Frage ist ja, bist du schon datengetrieben oder bist du noch kennzahlengetrieben? Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Was heißt es wirklich, datengetrieben zu sein? Und was bedeutet es, kennzahlengetrieben zu sein? Willkommen zu Smart Data Stories. Auf unserem Kanal widmen wir uns dem Thema, wie wird man wirklich datengetrieben, wie führt man ein Unternehmen datengetrieben. Wenn dich oder dein Team dieses Thema interessiert, freuen wir uns, wenn du unseren Kanal abonnierst und unsere Videos weiterverfolgst. Jetzt lass uns starten mit unserem heutigen Thema. Was bedeutet es, kennzahlengetrieben zu sein? Was unterscheidet eine kennzahlengetriebene Unternehmensführung von einer wirklich datengetriebenen? Und in welchem Datenreifegrad befindet sich ein Unternehmen, das ein gutes Management-Informationssystem mit klaren KPIs hat? Viele Führungskräfte sagen schnell, natürlich sind wir datengetrieben, wir haben Dashboards. Aber genau hier beginnt das Missverständnis. Schauen wir uns als erstes an, was heißt es, kennzahlengetrieben zu arbeiten. Viele haben ein Management-Informationssystem mit wirklich sehr tollen Dashboards. Es zeigt Umsatz, Deckungsbeitrag, Kosten, Produktivität, Prozesszeiten, Fehlerraten, Kundenzufriedenheit und vieles mehr. Das ist wichtig, aber es ist ein Rückblick. Kennzahlen sagen dir, was ist passiert, wie gut oder schlecht war die letzte Woche, der letzte Monat, das letzte Quartal, wo stehen wir im Vergleich zum Ziel. Das ist notwendig, aber es reicht nicht für datengetriebene Führung. Schauen wir uns ein Beispiel aus der Praxis an. Wenn wir zum Beispiel den Arbeitsaufwand oder die Produktivität betrachten. Der Arbeitsaufwand wird gemessen. Du siehst die KPI, der Aufwand ist im letzten Quartal um 12% gestiegen. Ja, aber du siehst jetzt nicht, bei welchen Prozessen, durch welche Kundengruppen ist der Administrationsaufwand gestiegen, zu welchen Zeiten, welche Variablen haben das beeinflusst. Die KPI ist wie eine Alarmleuchte, aber ohne Begründung. Auch wenn man die Produktivität betrachtet, du erkennst, die Produktivität im Team ist gesunken. Aber warum? Das sagt dir die Kennzahl nicht. Kennzahlen liefern Symptome, aber keine Diagnose. Wenn du ein gutes Management-Informationssystem hast, befindest du dich in einem mittleren Datenreifegrad. Also wie wir sagen, in der Data Managed Organization. Du führst dein Unternehmen noch mehr rückblickend als vorausschauend. Wenn man jetzt die Datengetriebenheit betrachtet, datengetrieben wird es in dem Moment, wo du über die reine Messung hinausgehst, einen Schritt weitergehst. Wir durchlaufen 5 Levels bei der Entwicklung zum datengetriebenen Handeln. Stufe 1, Level 1 ist deskriptiv. Was ist passiert? Das ist der KPI-Bereich. Viele Unternehmen bleiben hier stehen. Level 2, diagnostisch. Warum ist es passiert? Hier beginnt Data Analytics. Daten werden verknüpft. Man erkennt Muster, Zusammenhänge, Ursachen. Zum Beispiel, warum ist der Administrationsaufwand gestiegen? Weil eine bestimmte Kundengruppe viele Anfragen generiert. Oder weil interne Prozesse manuell statt automatisiert sind. Oder weil saisonale Peaks auftreten. Diagnose bedeutet, du verstehst das Warum. Level 3 ist prädiktiv. Was wird passieren? Jetzt wird es richtig spannend. Du nutzt Daten, um Zukunft prognostizierbar zu machen. Zum Beispiel Predictive Modelle sagen voraus, wann die Produktivität sinken wird. Sie erkennen, wann sich Engpässe im Service aufbauen.
Sie zeigen, welche Kunden bald churnen könnten. Du handelst nicht erst, wenn das Problem da ist. Du handelst, bevor es entsteht. Das ist echte datengetriebene Führung. Im Level 4 bist du präskriptiv. Also was soll ich tun? Das System schlägt konkrete Maßnahmen vor. Priorisiere Kundengruppe A. Automatisiere Prozessschritt X. Verschiebe Ressourcen in Bereich Y. Hier beginnst du automatisiert zu steuern. Die Führungskräfte bekommen nicht nur Daten, sondern konkrete Handlungsoptionen. Und im Level 5 kommst du in die automatisierte Steuerung. Das System tut es selbst. Das ist der höchste Reifegrad. Zum Beispiel, der Algorithmus verteilt Aufgaben automatisch. Die Ressourcenplanung läuft selbstoptimierend. Preisoptimierungen passieren in Echtzeit. Marketingbudgets werden dynamisch allokiert. Das bedeutet, das Unternehmen lernt aus Daten und handelt automatisch. Und hier ist der entscheidende Punkt. Datengetriebenheit beginnt erst ab Level 3. Viele Unternehmen sprechen schon von Data-Driven, aber befinden sich erst in Level 1 oder Level 2. Datengetriebene Führung heißt also nicht, wir haben ein Dashboard, sondern es heißt, wir verstehen unsere Daten. Wir ziehen sie für Entscheidungen heran. Wir lassen sogar unsere Systeme auf Daten basiert Entscheidungen treffen und uns Handlungsempfehlungen geben oder sogar durchführen. Kurz zusammengefasst, Kennzahlen sind wichtig, aber sie zeigen die Vergangenheit. Sie liefern Ergebnisse, aber keine Ursachen. Datengetriebenheit bedeutet Prognose, Handlungsempfehlung, Automatisierung. Ein gutes Management-Informationssystem ist wichtig. Es ist der Beginn für deine Reise zu datengetriebener Unternehmensführung. Wenn du mehr lernen möchtest zu diesem Thema, abonniere unseren Kanal und schreib uns gerne deine Fragen in die Kommentare. Wir werden sie in nachfolgenden Videos aufgreifen. Bis zum nächsten Mal und mögen die Daten mit dir sein.